Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem pickepackevollen Tisch. Wie ihr seht, eine große Auswahl an Sportuhren habe ich hier auf dem Tisch, beziehungsweise auch eine Fahrradnavigation. Ich möchte heute einen kleinen Einblick geben, was ich jetzt plane, dieses Jahr noch alles auf dem Kanal zu veröffentlichen. Natürlich immer mit dem Disclaimer, dass natürlich, wenn eine neue Uhr erscheint, die entsprechend auch versuche, hier auf dem Kanal zu präsentieren. Aber bevor ich jetzt anfange, euch kurz vorzustellen, was ich plane in nächster Zeit zu veröffentlichen, möchte ich erst nochmal ein ganz dickes Dankeschön sagen. Der Kanal ist jetzt nicht ganz ein Jahr alt, also heute, knapp in einem Monat, haben wir den ersten Geburtstag. Ich bin jetzt fast bei 2000 Abonnenten, das ist einfach, also für mich unbegreiflich, was hier abgeht. Und bei etwa 450.000 Aufrufen, also wenn es gut geht, schaffen wir sogar fast die 500.000 bis zum ersten Geburtstag. Und es ist für mich wirklich eine sehr ungreifbare Zahl und kaum vorstellbar. Dafür möchte ich euch erstmal ganz lieb danken, weil ohne euch, ohne eure Kommentare, ohne eure Verlinkung, ohne eure Empfehlungen wäre das Ganze eigentlich gar nicht möglich, beziehungsweise ist das Ganze gar nicht möglich und auch ihr müsst es entsprechend ja natürlich auch anschauen und dafür möchte ich euch erstmal recht herzlich danken. Und es ist auch gedacht, diese vielen neuen Abonnenten, die wir jetzt hier haben, ihnen einfach mal zu zeigen, was hier dann auch entsprechend hier auf dem Kanal weiter vorgestellt wird. Da würde ich auch sagen, legen wir einfach mal direkt los. Ich habe das Ganze hier in Hersteller unterteilt. Das heißt, wenn dich jetzt irgendein Hersteller interessiert, kannst du dann überspringen. Und Anfang macht hier Coros mit der Coros Vertex 2. Die habe ich als Review-Gerät zur Verfügung gestellt bekommen. Wie ihr es von meinem Kanal gewohnt seid, werde ich hier ein ausführliches Funktionsreview machen. Also einfach mal zeigen, was die Uhr alles kann. Die Uhr hat jetzt auch ein großes Update bekommen. Das möchte ich euch dann auch mal zeigen. Hier Schlaftracking oder angepasste Pace etc. wird ja bei Coros gerade aktuell ausgerollt. Ja, als weiteres habe ich hier dann noch den Coros-Pod bekommen oder angefragt und der Coros-Pod ist dafür da, um hier eine bessere Laufanalyse zu machen. Also hier werden dann Bodenkontaktzeiten gemessen, Schrittlänge, dann ob man ausbalanciert ist etc. Das Ganze würde ich dann entsprechend vorstellen, wahrscheinlich mit der Pace 2 und einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert und welche Daten ihr bekommt, beziehungsweise welche Analysen ihr da entsprechend durchführen könnt. Was natürlich dann auf meinem Kanal auch nicht fehlen darf, da hole ich jetzt mal die Phoenix 7 hier rein, ist natürlich auch ein Vergleich zwischen der Vertex 2 und hier der Phoenix 7X. Also es ist eigentlich quasi beide Uhren in der maximalen Ausbaustufe. Da möchte ich ein kleines Vergleichsvideo machen, welche Uhr ist da für dich besser geeignet, beziehungsweise was sind hier die entsprechenden Unterschiede. Ja, dann habe ich auch schon die Polaruhr auf dem Tisch und zwar einmal die Pacer Pro und die Critics Pro. Ich möchte einmal zu der Pacer Pro, beziehungsweise bin ich gerade dabei, ein Testvideo zu machen. Dann werde ich euch die Uhr nochmal in einem Test vorstellen. Ich habe die Uhr jetzt eine längere Zeit getragen und getestet. Was ich als weiteres plane, ist dann noch ein Critics Pro versus Pacer Pro Video, weil es nämlich ganz spannend, die Preisunterschiede sind da, aber die Funktionsunterschiede sind doch sehr marginal. Und als weiteres wird dann noch geplant ein Vergleichsvideo zwischen der Pacer Pro und der Pace 2 von Coros. Das sind wirklich beides sehr gute Einstiegsuhren, wobei ich dann natürlich hier nicht die Pacer Pro als Referenz nehme, sondern die Pacer, weil natürlich hier bei der Pacer Pro die Navigation noch vorhanden ist und auch die Uhr entsprechend teurer. Und die Pacer ist natürlich etwas günstiger, hat keine Navigation, ist auch ein fairer Vergleich zwischen den beiden Uhren. Dann hätten wir auch schon Wahoo hier auf dem Tisch, und zwar einmal den Element Bolt und einmal den Element Rival. Für den Element Bolt habe ich schon ein Vergleichsvideo gedreht zwischen dem Edge. Da würde ich einfach mal zeigen, was die Unterschiede sind. Das Ganze muss noch geschnitten werden und wird dann auch entsprechend hochgeladen. Das ist auch wirklich sehr interessant, wie da die verschiedenen Konzepte sind, beziehungsweise wie das Ganze umgesetzt ist. Des Weiteren plane ich dann auch noch ein Funktionsvideo oder ein Review-Video über den Bolt selber. Also hier dann entsprechend zeigen, was hier die Funktionen des Bolts sind. Er bekommt ja auch stetig Updates und Veränderungen. Und da möchte ich einfach mal zeigen, was ihr alles mit dem Gerät machen könnt. Als weiteres habe ich natürlich noch die Element Rival hier auf dem Tisch. Die habe ich bis jetzt nur in diesem Touchless Transition gezeigt. Das verlinke ich euch mal. Da habe ich mal gezeigt, wie das Ganze hier im Triathlon, Duathlon funktioniert. In einer Kombination mit dem Bolt. Ich möchte euch aber auch nochmal die Uhr zeigen. Einmal natürlich auch in der Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise auch, wie dann die strukturierten Workouts funktionieren und wie das Ganze dann geleitet wird. Weil die Uhr hat ja mehr den Fokus auf Sport. Es ist nicht so die klassische, wie jetzt bei Garmin oder bei Polar, die Daily-Uhr, die man täglich trägt und dann hier verschiedene Daten bekommt. Das ist der Fokus der Uhr nicht. Man hat hier wirklich hier den Sportfokus und den möchte ich euch ein bisschen näher zeigen. Als nächstes hätte ich hier auch noch Suunto auf dem Tisch. Da habe ich auch zwei Sachen vor. Und zwar einmal möchte ich hier mit Suunto euch die strukturierten Workouts mit Training Peaks zeigen. Habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Muss ich auch selber erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. Aber da plane ich auf jeden Fall mal ein Video zu machen, zu zeigen, wie das Ganze mit Training Peaks in Kombination funktioniert und hier entsprechend ein strukturiertes Workout zu machen. Des Weiteren ist dann hier auch noch geplant, hier nochmal mit Suunto Plus was zu machen. Eventuell mal das Wings of Life. Das hat ja aktuell gerade stattgefunden, um das mal durchzuführen und auch hier ein paar Funktionen der Uhr zu zeigen. Ja, last but not least habe ich natürlich auch noch Garmin. Von Garmin gibt es eigentlich immer irgendwas zu berichten, weil da kommt ja momentan so viel raus, beziehungsweise so viel Funktionsumfang, dass man auch einiges zeigen kann.
Und hier habe ich auch einiges geplant, und zwar einmal möchte ich ein Fazit der Phoenix 7 und der Apex nach einem knappen halben Jahr vorstellen. Ich habe die Uhr jetzt dann immer täglich getragen, mal im Wechsel, mal primär eine mehr als die andere. Da würde ich dann auf dem Video auch drauf eingehen, was da für mich die präferierte Uhr ist und wie mein Fazit nach einem halben Jahr ist, ob sich das überhaupt lohnt, da das Upgrade zu machen und wenn dann welches eventuell sich lohnt. Was ich dann auch noch geplant habe, wir sehen jetzt hier, ich habe hier die Vivo Active 3 hier auf ihrem Turm stehen. Und zwar, meine Frau hat ja die Venue 2 Plus jetzt in Betrieb genommen, beziehungsweise nutzt die jetzt und hat ihre alte Vivo Active 3 abgelegt. Die Uhr ist jetzt so knappes 3 Jahre alt und wurde täglich getragen, ist eine weiße Uhr. Und ich möchte einfach zeigen, wie gut sieht die Uhr noch nach 3 Jahren aus, wie sieht die Update-Politik aus, beziehungsweise gab es Updates, bis wann gab es Updates und wie sind die Funktionsweisen, ist da noch alles in Ordnung, wie ist die Qualität, da möchte ich einfach mal einen kleinen Umriss geben, wie das Ganze da aussieht. Im Rahmen der Tutorials werde ich hier dann auch noch ein Tutorial zur Display-Einstellung machen beim Sportdisplays. Da möchte ich euch einfach mal zeigen, wie das Ganze mit Touch mit funktioniert, beziehungsweise mit der Tastensteuerung und auch mit der App. Da möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, so ein kleines Tutorial, dass es entsprechend eingestellt wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Ganze in Einzelvideos mache, also das heißt Touch, Bedienung oder App, oder das Ganze zusammenfasse. Da bin ich am Überlegen, wie das vielleicht optimal ist, weil ja nicht jeder alles abdecken kann. Aber da muss ich dann einfach mal entscheiden, wie ich das dann mache. Also wenn ich wundere, wenn da 3 Videos zu Display-Einstellungen kommen, dann habe ich mich dafür entschieden, das entsprechend zu trennen. Dann steht natürlich immer noch der Solartest aus. Ich habe den schon längst gedreht. Ich muss dann auch noch entsprechend schneiden. Das werde ich auch noch machen. Ich muss dann noch 1, 2 Sachen dazu sagen. Und dann kommt auch hier entsprechend ein Solartest-Video zu der Instinct 2 Solar bzw. der Phoenix 7. Da möchte ich euch einfach zeigen, wie das Ganze dann in der Praxis sich bewahrt hat oder nicht bewahrt. Und dann stehen natürlich noch 2 Releases im Raum, beziehungsweise Gerüchte. Also ich weiß auch nicht mehr als ihr. Ich sehe das nur aus den Seiten, wenn ich die lese. Und zwar ist es einmal die Forerunner 255, die eventuell zum 1. Juli erscheinen soll, oder die Forerunner 955. Bei beiden Uhren bin ich hinterher, da ein Review-Gerät zu bekommen oder irgendeine Form, die Uhren zu bekommen, falls sie erscheinen. Also da könnt ihr auch schon mal hier gespannt sein, dass die Uhren dann auch entsprechend hier auf dem Kanal vorgestellt werden und einen kleinen Eindruck bekommen der neuen Forerunner-Edition. Ich bin auch schon ganz gespannt, was die Forerunner 255 dann alles zu bieten hat. Das ist ja so die klassische Einsteiguhr. Es gibt zwar die Forerunner 55, aber ich sag mal, für ambitionierte Läufer ist die 255 oder 245er Reihe aktuell doch wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Laufuhr. Und da bin ich schon auf das Upgrade gespannt. Auch bei der 955 bin ich gespannt. Wobei die Upgrades hier zum Vorgängermodell wahrscheinlich genauso überschaubar sind wie bei der Phoenix 7. Aber dennoch bin ich auch hier gespannt, was dann auf uns zukommt. Ja, wenn die Zeit dann noch es zulässt und ich entsprechend Möglichkeiten habe, das Video zu machen. Also es ist immer zu sagen, ich mache das als Hobbyprojekt und muss immer schauen, wie das hier zeitlich bei mir ins Privatleben hineinpasst. Plane ich dann auch noch ein Video hier mit den Brustgurten zu machen. Ich habe hier zum Beispiel den Polar H10 Brustgurt, den Wahoo Tikka Brustgurt bzw. den HM von Garmin. Und hier möchte ich einfach mal zeigen, was die Hersteller hier entsprechend anbieten. Manche Hersteller haben ja noch zusätzliche Funktionen dann im Brustgurt enthalten und auch hier dann einfach mal zeigen Tragekomfort und wie die Messung stattfindet bzw. wie das Ganze dann hier funktioniert. Des Weiteren ist auch noch geplant, ein Video zu machen über die Vorstellung der verschiedenen Ökosysteme. Das heißt, einfach mal einen Einblick zu geben, wie sieht das Ganze bei Garmin Connect aus, wie sieht das Ganze bei Polar Flow aus, bei der Suunto App oder auch hier bei Wahoo. Und da mal einen kleinen Vergleich machen, weil oft werden ja Uhren gezeigt, aber das Wichtige ist natürlich auch die Apps dahinter. Da passiert natürlich auch ganz viel, sei es von der Präsentation, von der Datenauswertung oder auch von Trainingsmöglichkeiten. Und da möchte ich euch auch mal einen kleinen Einblick geben, wie hier die verschiedenen Systeme arbeiten. Ich bin da auch noch so im Überlegen, ob ich da erstmal einzelne Videos zu jedem mache, beziehungsweise dann auch ein Vergleichsvideo. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne haben möchtet oder sogar vielleicht beides, dass man erst sagt, okay, man stellt einzeln jedes detailliert vor und macht dann einfach nochmal so einen kleinen Overview, wie das Ganze dann im Vergleich aussieht. Ja, das war jetzt ein ganz kleiner grober Überblick, was ich plane alles zu machen. Also das ist auf jeden Fall alles auf meiner Planliste drauf, was ich machen möchte. Natürlich, wie gesagt, immer wenn was Neues erscheint, da kommt es halt zwischen rein. Aber das sind so die Sachen, die jetzt so in den nächsten Monaten hier wirklich produziert werden sollen und entsprechend euch vorgestellt werden sollen. Natürlich mache ich meinen Blog noch weiter und wir fahren ja auch dann im Urlaub. Da gibt es auch ein paar Eindrücke aus dem Urlaub. Das ist auch für mich immer ganz schön, wenn ich dann das Video schneide, dann nochmal so ein paar Urlaubseindrücke zu sehen. Das werde ich auch entsprechend weiterführen. Ich freue mich auf jeden Fall weiter, euch hier Videos präsentieren zu können. Bin immer noch, wie gesagt, total überwältigt von der Resonanz, die ich hier habe, auch von den netten Kommentaren, die immer kommen. Also schreibt auch immer gerne in die Kommentare rein, wenn ihr Fragen habt. Ich antworte gern drauf, helfe euch auch gerne in den Kommentaren weiter, soweit ich natürlich kann. Ich weiß auch nicht alles, muss manches auch mal nachschlagen und es gibt auch Punkte, da kann ich einfach auch nicht mehr helfen, die dann auch an Support gehen müssen. Aber ich bin wirklich immer bemüht, hier euch entsprechend zu helfen.
Und ja, schreibt einfach in die Kommentare, freue mich drüber. Das hilft auch dem Kanal. So mehr kommentiert wird, desto mehr Traffic kommt drauf und desto interessanter wird es auch für YouTube. Und wir können weiter wachsen. Und vielleicht werden wir dann noch unabhängiger und ich kann euch noch mehr zeigen, bekomme auch ein bisschen mehr Zeit für den Kanal. Und daher sage ich erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Wenn du neu auf dem Kanal bist und hier durch die Suche reinkommen bist, ich habe hier unten mal ein Video gemacht, das Best-of, da kannst du mal schauen, was schon alles auf dem Kanal gemacht worden ist. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Würde ich sagen, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.